Mit der Wiederentdeckung Amerikas durch einen italienischen Geographieversager namens Christopher Columbus begann 1492 ein weltumspannendes Kolonialreich, das Spanien märchenhaften Reichtum, einheimischen und verschleppten Afrikanern jedoch mehr als 300 Jahre Not und Elend bringen sollte. Ein am 24. Juli 1783 geborener Kreole namens Simón Bolívar würde, was der Mann, der sich zeitlebens in Indien wähnte, nicht ahnen konnte, dieser Geschichte der Ausbeutung ein Ende setzen und sie durch eine nicht minder elende ablösen. Das sind 3 Vizekönigtümer. Neugrenada, Peru und Rio de la Plata, geteilte spanische Südamerika, war 1714 nach Ende des Erbfolgekriegs von Habsburg an die französischen Bourbonen gefallen. Dieser Machtwechsel hatte unangenehme Folgen für das Leben in den Kolonien. Nicht, dass die Habsburger die Indios in den Heurigen eingeladen hätten. Für die einfachen Menschen spielte der Machtwechsel keine Rolle. Doch für die einheimische Elite der Kreolen, also der weißen Lateinamerikaner, änderte sich einiges. Sie wurden umgehend aus allen Machtpositionen entfernt, die man sich bis dahin mit den Spaniern geteilt hatte. Zum Ausgleich stiegen die Steuern um 150%. Erstmals kam so eine Frage auf, die bis dahin undenkbar erschienen war. Wollen wir noch zu Spanien gehören? Vorerst blieb die Frage unbeantwortet, doch das sollte sich ändern. In Europa hatte sich der spanische König Karl IV. 1807 von Napoleon Bonaparte davon überzeugen lassen, Portugal zu überfallen. Das passte dessen Sohn Ferdinand nicht in den Kram und er putschte. Napoleon fand das recht ungezogen, lud Vater und Sohn zu einer Friedenskonferenz ein, er ließ sie nach Paris verschleppen und erklärte Ferdinand, dass man das so nicht mit seinem Vater mache. Konsequenterweise setzte er Karl wieder ein und zeigte dem Junior, wie Profis das lösten, indem er die Krone umgehend Karl wieder abnahm und seinem Bruder Joseph Bonaparte aufs Haupt setzte. Die Folge dieses pädagogischen Meisterstücks war, dass Napoleon einen Volkskrieg in Spanien am Hals hatte und wir heute das Wort Guerilla kennen. Als sich dies in der neuen Welt herumsprach, entschieden 1809 Ecuador und Oberperu aus Protest gegen die französische Besatzung ihre Unabhängigkeit zu erklären. Venezuela folgte 1811, nachdem man bereits ein Jahr zuvor den Gouverneur von Caracas zum Teufel gejagt hatte. Der neue Staat, die Republik Venezuela, gab sich am 21. November eine Verfassung, die immerhin allen Bürgern gleiche Rechte zugestand, vorausgesetzt sie waren männlich, weiß und Landbesitzer. Über die Sklaven verlor man kein Wort, sonst hätte vielleicht noch jemand auf die irre Idee kommen können, die Sklaverei abzuschaffen. Die führende Figur Venezuelas in diesen Tagen war Francisco de Miranda. Dieser hatte bereits 1806 erfolglos versucht, Venezuela von der spanischen Vorherrschaft zu befreien, was ihm einige Jahre im britischen Exil eingebracht hatte. Miranda traf auf einen jungen, für die Unabhängigkeit glühenden, die Spanier aus vollem Herzen hassenden, blendend aussehenden und sehr reichen Offizier namens Simón Bolívar. Dieser konnte es kaum abwarten, für die Freiheit Venezuelas zu kämpfen und wurde rasch zu einem Vertrauten Mirandas, der sich in diversen Feldzügen als brillanter Stratege und mutiger Soldat erwies. Doch Tollkühnheit und strategisches Geschick waren nicht die geeigneten Eigenschaften, um der jungen Republik aus einer sich ins Katastrophale steigernden Wirtschaftskrise zu helfen. Venezuela hatte vielleicht seine Freiheit gewonnen, über Nacht aber auch den wichtigsten Handelspartner, also Spanien, verloren. Im Dezember 1811 kam es, ob der elenden Lebensbedingungen weiter Teile der Bevölkerung, zu einem ersten Volksaufstand in der Region Valencia. Die Pardos, Mulatten, Mestizen und Sambo begehrten auf und wurden von der spanischen Krone, die ihnen bei Erfolg Gleichberechtigung versprach, kräftig unterstützt. Das venezolanische Heer konnte den Aufstand im Jänner 1812 blutig niederschlagen, unter kräftiger Beteiligung Bolívars.
Das Abschlachten militärisch unerfahrener und schlecht ausgerüsteter Pardos sorgte überraschenderweise weder für eine Verbesserung der Wirtschaftslage noch für mehr Rückhalt in der zu mehr als 80% farbigen Bevölkerung. Unter dem Kommando des spanischen Fregattenkapitäns Domingo Monteverde brachten die Spanier den Separatisten eine militärische Niederlage nach der anderen bei. Die Republik musste am 25. Juli 1812 kapitulieren. Bolívar und Miranda flohen gemeinsam nach La Guera, von wo aus sie ein Schiff ins Ausland bringen sollte. Um seine eigene Haut zu retten, nahm Bolívar Kontakt zu den Spaniern auf, verriet seinen Dienstherrn Miranda und während dieser nun ein Schiff, allerdings nach Spanien, bestieg, wo er wenige Jahre später in einem dunklen Kerker elendiglich verreckte, nahm Bolívar das im Gegenzug angebotene freie Geleit dankbar an und reiste in aller Ruhe ab. Oktober 1812. Simón Bolívar, Held der ersten venezolanischen Republik und Verräter seines obersten Befehlshabers, trifft in der Republik Neu-Grenada, dem heutigen Kolumbien, ein. Die Republiken Venezuela, Quito und Oberperu gibt es nicht mehr, doch in Kolumbien können die Spanier bisher nicht Fuß fassen. Dafür wütet dort ein Bürgerkrieg zwischen föderativen und zentralistischen Kräften. Bolívar hat in dieser Republik keine Rolle, aber als begnadeter Redner und Autor durchaus eine Stimme. Da er aktiv nicht eingreifen kann, verfasst er das sogenannte Manifest von Cartagena. In diesem brillant geschriebenen und rasch populären Werk formuliert er die Gründe für das Scheitern der ersten venezolanischen Republik als Mahnung für die Kolumbianer und Vision für die Zukunft des südamerikanischen Kontinents. Im Manifest kommt er zu dem Ergebnis, dass Venezuelas Unabhängigkeit vor allem an föderativen Tendenzen, mangelndem Verständnis des ignoranten Volkes und einer konterrevolutionären Kirche gescheitert sei. Seine Schlussfolgerung? Nur eine starke, zentralistische Regierung, die die ungebildete Masse beherrsche, könne für stabile Verhältnisse sorgen. Keinesfalls dürfte man Pardos gestatten, sich einzumischen. Auch Wahlen wären ein Übel, da sie die Elite entzweiten. Die Unabhängigkeit, so die Konsequenz seiner Überlegung, benötigt einen starken Führer. Unnötig zu erwähnen, wer diese Rolle einnehmen solle. In der von den Zentralisten beherrschten Hauptstadt Bogotá ist man begeistert. Angesichts Bolívars militärischer Erfolge in Venezuela entscheidet man sich, trotz einiger Bedenken hinsichtlich seines Verrats an Miranda, ihm ein kleines Kommando von 150 Mann anzuvertrauen und ihn mit der Beobachtung spanischer Truppenbewegungen im Gebiet um Cúcuta zu beauftragen. Man ahnt nicht, dass Bolívar, als er seinen Posten im April 1813 antritt, nicht vorhat, es bei einer einfachen Beobachtung der Spanier zu belassen. Tatsächlich marschiert er am 23. Mai in Cúcuta ein, erklärt die Stadt für befreit, verleiht sich selbst den Titel Libertador und hebt neue Truppen aus. Mit etwa 1000 Mann zieht er in die Mérida-Anden, wo er mehrfach spanische Verbände schlägt. Ob dieser Erfolge, vergisst man in Bogotá alle Bedenken und ernennt den Venezueler zum Brigadegeneral. Der so Geehrte ersucht um weitere Truppen und bittet darum, die Spanier auf venezolanischem Gebiet angreifen zu dürfen. Er erhält die Erlaubnis und stellt am 19. Juni die Spanier auf den Höhen von Agua Obispos. Es ist der Beginn eines furiosen Feldzugs, der später als Campaña Admirable bezeichnet werden wird. Die Royalisten werden vernichtend geschlagen, mit Betonung auf vernichtend. Bolívar, vom Hass auf die Spanier angetrieben, gibt die Devise Guerra a muerte aus. Er macht keine Gefangenen. Jeder, der nicht für ihn ist vogelfrei. Der offizielle Befehl zur Durchführung von Kriegsverbrechen ist eine neue und auch nach Standards des frühen 19. Jahrhunderts bestialische Strategie. Sich ergebende oder flüchtende Soldaten werden rücksichtslos abgeschlachtet. Spanische Zivilisten, die das Pech haben, in die Hände der Unabhängigkeitskämpfer zu fallen, ermordet. Am 6. August 1813 wird Caracas eingenommen. Kaum sind die Siegesfeier, die sehr an die Kaiserkrönung Napoleons, der Bolívar 1804 in Paris beigewohnt hatte, erinnern, abgeschlossen, werden oppositionelle Politiker verhaftet und hingerichtet. Der Mann, der sich im Jänner 1814 durch einen willkürlich zusammengestellten Volkskongress zum Diktator Venezuelas ausrufen lässt, ist entschlossen, jede Opposition zu ersticken. Der Doktrin des Krieges bis zum Tod folgend, gibt der neue Herr Venezuelas im Februar Befehl, 800 Spanier hinzurichten, als der Kommandant von Puerto Cabello sich weigert, die Stadt den Separatisten zu übergeben. Simón Bolívar, Befreier, Diktator, Massenmörder.
Wie im Manifest von Cartagena angekündigt, regiert Bolívar mit eiserner Hand und zeigt kein Interesse daran, die Macht zu teilen. Er ist fest davon überzeugt, dass nur die Kreolen als weiße Elite regieren dürfen, auch wenn man ihm zugutehalten muss, dass er weder jetzt noch in Zukunft Entscheidungen trifft, die dazu angetan sind, seinen Reichtum zu mehren. Im Gegenteil, viele Feldzüge und politische Projekte bezahlt er aus eigener Tasche. Diese Politik der Unterdrückung provoziert rasch Widerstand. Im Norden des Landes wächst sich dieser zu einem Sturm aus. Die dort lebenden Llaneros, berittene Viehhirten, die aus allen ethnischen Gruppen Südamerikas zusammengewürfelt sind, erheben sich. Angeführt von einem eingewanderten Spanier namens José Tomás Bové, bilden sie in kurzer Zeit eine gefürchtete Kavallerie, die den Separatisten Paroli bietet. Schon im Juli 1814 kommt es im Aragua-Tal zum Showdown, bei dem die Regierungstruppen eine Niederlage hinnehmen müssen. Unterstützt von royalistischen Verbänden dringen die Llaneros in Richtung Caracas vor, wo Bolívar und seine Truppen, begleitet von mehreren tausend Zivilisten, die Stadt räumen. Der Zug marschiert in Richtung Barcelona, wo er direkt in die Arme der Spanier läuft und am 18. August in der Schlacht von Aragua niedergemetzelt wird. Die Spanier üben grausame Vergeltung für Bolívars Guerra a Muerte. Mehr als 3000 Zivilisten werden getötet. Bolívar kann entkommen und flieht über die Illa Margarita nach Bogotá. Die Zweite Republik ist jedoch am Ende. In Europa hat sich das Blatt durch die Niederlage Napoleons ebenfalls gewendet. Ferdinand VII. Ist auf den spanischen Thron zurückgekehrt und führt ein brutales Schreckensregime. Der Mann ist wild entschlossen, sich auch in Lateinamerika durchzusetzen. So verlässt im Februar 1815 die größte Kriegsflotte, die bis dahin den Atlantik überquert hat, Cádiz. Als die 18 Kriegs- und 42 Transportschiffe im Juli 1815 in Kolumbien anlanden, wird Cartagena zunächst belagert und im Dezember, begleitet von furchtbaren Gräueltaten an der Bevölkerung, eingenommen. Bolívar, ahnend, dass die geschwächte kolumbianische Republik kaum dem spanischen Angriff wird widerstehen können, setzt sich ins britische Jamaika ab. Dort sinniert er über die Gründe für seine krachende Niederlage. Das Ergebnis seiner Selbstreflexion legt er im sogenannten jamaikanischen Brief nieder. Er schwört der Doktrin des Guerra a Muerte ab. Statt mit blanker Gewalt will er die Unterstützung der Massen nun durch eine integrative Politik gewinnen. So schreibt er unter anderem: Wir sind weder Indianer noch Europäer, sondern eine mittlere Spezies zwischen den legitimen Eigentümern des Landes und den spanischen Usurpatoren. In der Carta de Jamaica beharrt der Libertador auf einer starken zentralistischen Regierung, will diese nun jedoch so gestalten, dass sämtliche Volksgruppen nach Bildung und Vermögen die Möglichkeit zur Teilhabe, nicht unbedingt jedoch zur Mitbestimmung haben. Letztlich handelt es sich um eine weichgespülte Fassung des Manifests von Cartagena, die jedoch bald Wirkung zeigen soll. Da er von der britischen Regierung keine Unterstützung erhält, verlässt er Jamaika und trifft im Dezember 1815 in Haiti ein. Das Land, aus einem Sklavenausstand gegen die Franzosen entstanden, ist außenpolitisch komplett isoliert und innenpolitisch zerstritten. Die bettelarme Regierung sieht in Bolívar die Chance auf Anerkennung und sichert ihm gegen das Versprechen, in allen eroberten Gebieten die Sklaverei abzuschaffen, finanzielle Unterstützung zu. Bolívar verspricht und nimmt. Am 2. Dezember 1816 landet er im venezolanischen Barcelona und ruft die Dritte Republik aus. Die örtlichen Machthaber wollen jedoch nicht mitmachen, schon weil das Ende der Sklaverei droht. Ohne Unterstützung der Elite ist ein Marsch auf Caracas nicht möglich. So ändert er die Strategie und zieht nach Süden in die Region von Guayana. Ein örtlicher Warlord namens Manuel Piar stellt sich ihm zunächst in den Weg. Bolívar argumentiert mit der Carta de Jamaica und überzeugt den Mulatten Piar, sich ihm anzuschließen. Gemeinsam erobert man im Mai die Stadt Angostura, heute Ciudad Bolívar. Dort beruft Bolívar einen neuen Volkskongress ein und vergibt alle wichtigen Ämter an Kreolen. Piar ist wenig begeistert und geht in Opposition zu Bolívar, der ihn daraufhin im Oktober als Verräter hinrichten lässt. Soweit zur Ernsthaftigkeit seiner egalitären Ideen. Trotz des Erfolges im Süden scheint Bolívars Kampagne festgefahren. Er kann die Spanier auf Abstand halten, jedoch will ihm ein Durchbruch nicht gelingen. Die Gegend um Angostura ist sumpfig, das Klima tropisch und Truppenbewegungen können nur langsam erfolgen. Ein diplomatischer Erfolg wird dies ändern. Im Februar 1819 gelingt es ihm, die Llaneros für seine Sache zu gewinnen.
Diese hatten erkennen müssen, dass die Spanier keinesfalls vorhatten, ihnen die gleichen Rechte wie den Kreolen zu gewähren. Mit der Verstärkung im Norden beruft Bolívar einen weiteren Volkskongress ein, der ähnlich legitimiert ist wie jener von 1813, also gar nicht, und lässt sich zum Diktator bestimmen. Als erstes erteilt er allen demokratischen Bestrebungen eine klare Absage, indem er auf die Weisheit der Elite und vor allem auf die des auf Lebzeiten ernannten Diktators hinweist, um im Anschluss wie folgt zu schließen. Und wenn das Volk von Venezuela den Machtbefugnissen seiner Wohltäter nicht zustimmt, dann ist es seiner Freiheit nicht würdig und wird sie nie erringen. Er nimmt mehrere hundert irische und englische Söldner unter Vertrag, die nach dem Ende der napoleonischen Kriege in Europa erwerbslos geworden sind. Mit dieser Truppe kampferfahrener Soldaten, immerhin mehr als 3000 Mann, macht er sich auf einen Gewaltmarsch über die Anden. Trotz furchtbarer Verluste durch Erschöpfung und Kälte können Bolívars Soldaten die Spanier am 7. Mai 1819 überraschen und an der Brücke von Boyaca schlagen. Bolívar kann Großkolumbien als Vereinigung Venezuelas mit Neugrenada ausrufen. Doch schon im Dezember geht er weiter. Er lässt den Volkskongress in Angostura die Erweiterung Großkolumbiens um Kyoto, das heutige Peru, verkünden und beginnt im Mai des Folgejahres mit der Planung einer Großoffensive. Natürlich will Ferdinand VII. Das nicht hinnehmen, allerdings kann er keine Truppen entsenden. Der Riego-Aufstand, eine Revolution gegen sein absolutistisch-terroristisches Unterdrückungsregime, macht ihm im Februar 1820 einen kräftigen Strich durch die Rechnung. Die Spanier in Lateinamerika sind auf sich selbst angewiesen und Bolívar entsendet seinen Vertrauten General José de Sucre in Richtung Ecuador. Er selbst führt einen Feldzug nach Valencia an. Am 24. Juni kommt es in Carabobo zur Schlacht. Durch ein geschicktes Manöver kann er die zahlenmäßig überlegenen Spanier aufreiben. 2 Tage später wird Bolívar ein triumphaler Empfang in Caracas bereitet. Weißgewandete Schönheiten setzen ihm einen Lorbeerzweig aufs Haupt, Jubel, pathetische Reden von Freiheit und jede Menge Chingdarasabum. Großkolumbien, also Venezuela, Kolumbien und Kyoto, gelten in weiten Teilen als befreit. Ecuador und Oberperu sind die nächsten Ziele zur Erreichung des von Bolívar angestrebten südamerikanischen Superstaats. Um seine Herrschaft zu sichern, ernennt Bolívar Generalbevollmächtigte und macht sich zur Unterstützung Sucres nach Ecuador auf. Bolívar ist in Eile, denn ein anderer hat in der Zwischenzeit Peru von den Spaniern befreit und steht nun im Süden Ecuadors, José de San Martín, der Held von Río de la Plata. Im Gegensatz zu Bolívar ist San Martín weder darauf versessen, Macht auszuüben, noch einen zentralistischen Superstaat zu gründen. San Martín vertritt die Ansicht, dass konstitutionelle oder parlamentarische Monarchien in den jeweils befreiten Gebieten eine friedliche Zukunft gewähren. Bolívar andererseits ist tief davon überzeugt, dass nur er Südamerika die Freiheit schenken könne, achtet eifersüchtig auf seinen Ruf als Liberator und verachtet sowohl Monarchie als auch Parlamentarismus. Der Feldzug nach Ecuador erweist sich als schwierig. Zunächst muss er die Spanier am 7. April 1822 in der Schlacht von Bombona schlagen, nur um dann zu merken, dass die Peruaner nicht wirklich für die Befreiung oder gar eine Vereinigung mit Kolumbien brennen. Zumal der Sieg bei Bombona nicht besonders glorios ausgefallen war. Die Spanier hatten sich zwar zurückgezogen, jedoch im Vergleich zu Bolívars Streitmacht nur einen Bruchteil ihrer Soldaten verloren. General Sucre ist es jedoch, der den Spaniern am 24.05.1822 den tödlichen Stoß versetzt. Während Bolívar noch auf dem Weg ist, stellt Sucre die unter Melchor Aymerich kämpfenden Spanier in der Schlacht am Pichincha. Diese sehen keine Möglichkeit mehr, sich der republikanischen Übermacht zu erwehren und kapitulieren. Ecuador ist befreit. Es zeugt nicht gerade von Charakterstärke, dass Bolívar, nachdem er im Juni mit dem üblichen Brimborium in Kyoto empfangen wird, den Erfolg Sucres kleinzureden versucht, indem er nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass es sein Sieg bei Bombona gewesen sei, der die Spanier letztlich so geschwächt habe, dass Sucre leichtes Spiel gehabt hätte. Im Juli 1822 treffen schließlich San Martín und Bolívar in Guayaquil aufeinander. Der als erste eingetroffene Bolívar setzt schon bei der Begrüßung den Ton. »Willkommen in Großkolumbien«, ruft er seinen Verhandlungspartner zu. Das Gespräch ist kurz und fruchtlos. Bolívar lehnt jeden Vorschlag San Martins rundweg ab. Weder will er etwas davon wissen, dass die königstreuen Peruaner nicht reif für eine Republik wären, noch dass diese eigenständig sein sollten, geschweige denn, dass man eine gemeinsame Streitkraft aufstellen könne. Am Ende wird San Martín das Treffen so zusammenfassen. Bolívar und ich haben keinen Platz in Peru. Enttäuscht
zieht sich San Martín aus Ecuador und Peru zurück. Nicht, weil er muss, weil er will und keinen Sinn in einem Krieg zur Machtsicherung sieht, eine Eigenschaft, die Bolívar vollkommen fremd ist. Bolívar wertet das Treffen als vollen Erfolg und entsendet Sucre nach Lima. Dieser marschiert ohne Widerstand im August 1823 in der peruanischen Hauptstadt ein. Die Bevölkerung begegnet den Kolumbianern mit Ablehnung. Man sieht sich nicht als befreit, sondern erobert. Als sich Bolívar im Februar des Folgejahres in Lima im Gepäck eine neue Verfassung mitführend zum Diktator ernennt und Peru Großkolumbien einverleibt, ist die Begeisterung entsprechend gering. Diese Erfahrung hindert Bolívar allerdings nicht, sich nun den letzten Spaniern auf dem südamerikanischen Kontinent zu widmen. Oberperu, heute Bolivien. Am 8. Dezember 1824 greift Sucre an. Die Schlacht von Ayacucho entscheidet das Schicksal der Kolonialmacht. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit und schlechterer Bewaffnung kann Sucre die Truppen des spanischen Vizekönigs schlagen. Mehr als 1500 Royalisten sterben. Vizekönig José de la Serna nimmt Sucres Angebot einer ehrenvollen Kapitulation an. Das spanische Kolonialreich in Südamerika ist nicht mehr. Bolívar gibt dem Land eine Verfassung und lässt Sucre gegen dessen Wunsch zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen. Für den Libertador scheint die Vereinigung Südamerikas in greifbarer Nähe. Umso härter muss es ihn nun auf dem Höhepunkt seiner Macht treffen, dass ein für den Juni 1826 in Panama einberufener Kongress, der seine Vision vom Superstaat Südamerika umsetzen soll, ein gigantischer Flop wird. Sein Plan, alle südamerikanischen Republiken zum Anschluss an Großkolumbien zu bewegen, scheitert krachend. Das Treffen steht von Anfang an unter einem schlechten Stern. Das Kaiserreich Brasilien, das der kolumbianische Vizepräsident Santander ohne Bolívars Zustimmung eingeladen hatte, lehnt rundweg ab. Mit dem spanisch sprechenden Republikaner will man nun wirklich nichts zu tun haben. Argentinien und Chile erinnern sich gut an Bolívars Arroganz San Martín gegenüber und verweigern die Teilnahme. Haiti würde zwar gerne mitmachen, doch mit dem ehemaligen Sklaven will Bolívar, obschon er ihnen alles zu verdanken hat, nichts zu tun haben. Gleiches gilt für Paraguay, denn der dortige Diktator José Gaspar Rodríguez de Francia baut zum Machterhalt im Gegensatz zu Bolívar vor allem auf eine Stärkung der Unterschicht, indem er Großgrundbesitzer enteignet und so tatsächlich die Armut im Land beseitigt. Mexiko, Peru und die Zentralamerikanische Konföderation, aus der später die mittelamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica entstehen, reisen an, lehnen Bolívars Vorschlag zur Errichtung eines autoritären Superstaats unter seiner Regie aber ab. Als der Kongress am 15. Juli 1826 endet, ist das eine schallende Ohrfeige für Bolívar und das Ende seines Traums von den Vereinigten Staaten von Südamerika. Bolívar wendet sich enttäuscht der Innenpolitik zu. Bisher hatte er sich als Feldherr, Impulsgeber und Staatengründer betätigt. Nun wird er erstmals in die Untiefen der Tagespolitik geraten. Und das hat Konsequenzen. Er reist nach Bogotá und erklärt Vizepräsident Santander, dass dessen Politik zu lax sei. Weder wäre die Presse unter Kontrolle, noch würde er das Volk im Sinne der Revolution erziehen. Kurzerhand übernimmt Bolívar für einige Wochen selbst die operative Führung, eine Demütigung für Santander. Der Präsident erlässt eine Vielzahl von Dekreten, die alle auf mehr Kontrolle und die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten, vor allem für die Pardos, hinauslaufen und setzt seine Ideologie von einer Klassengesellschaft rücksichtslos um. Ohne die Ergebnisse seiner restriktiven Maßnahmen abzuwarten, reist er im Dezember 1826 weiter in Richtung Caracas. Im Gegensatz zu Santander, der sich zumindest bemüht, einen funktionsfähigen Staat zu schaffen, hat Vizepräsident Páez in Caracas ein System der hemmungslosen Bereicherung geschaffen. Der Llañero verfügt über militärische Macht und so droht Bolívar ihm zwar, lockt jedoch mehr mit weiteren Privilegien und Titeln. Auch dort übernimmt er 1827 für einige Monate die Regierungsgeschäfte, doch unterlässt er alles, was Páez und seinen Kumpanen schaden könnte. Damit stößt er Santander vor den Kopf, der sich für etwas bestraft sieht, das man seinem Kollegen im Nachbarland einfach durchgehen lässt. Es gelingt Bolívar, Páez zu befrieden. Die Doppelstandards Bolívars sorgen nun allerdings dafür, dass man in Bogotá immer lauter über einen Austritt aus dem Konstrukt Großkolumbien nachdenkt. Man ist die Gängelung durch Bolívar ebenso leid wie die hohen Militärausgaben zur Aufrechterhaltung einer rudimentären Ordnung in Venezuela. Im April 1827 ist der Geist der Rebellion gegen Bolívar aus der Flasche. Ein Aufstand kolumbianischer Soldaten in Peru gipfelt in der Absetzung Bolívars als Präsident der Republik und einem Marsch der Rebellen ins ecuadorianische Guayaquil.
Im April 1828 verweigern kolumbianische Soldaten in Bolivien den Gehorsam. Als Präsident Sucre das Gespräch sucht, wird er ohne Vorwarnung beschossen. Leicht verletzt kann Sucre fliehen und fordert Unterstützung an. Diese kommt aus Peru, allerdings anders als erwartet. Die Peruaner marschieren in Bolivien ein und erklären Sucre für abgesetzt. Man versichert dem Helden von Ayacucho, ihm kein Haar zu krümmen, will jedoch Bolivien an Peru anschließen. Das Ergebnis ist ein kurzer Krieg zwischen Peru und Bolivien, der letztlich die Grenzen nicht verändert, allerdings Sucres Präsidentschaft beenden und das Projekt Großkolumbien zur Farce verkommen lässt. Im Juli erklärt sich Cartagena in Kolumbien für selbstständig. Der Mulatte José Buenaventura Padilla begründet dies mit der Ablehnung der Präsidentschaft auf Lebenszeit. Noch schlimmer für Bolívar, der zugleich in Ocana tagende Nationalkongress zeigt offen Verständnis für Padilla. In Bogotá bricht deswegen Panik aus. Ein Mulatte, der erfolgreich gegen einen Kreolen rebelliert, das darf nicht sein. Man ruft Bolívar, ernennt ihn zum Diktator und bittet ihn, den bis dahin gewaltfreien Aufstand niederzuschlagen. Das gelingt und Padilla wird gefangen genommen. Peru, Bolivien und Ecuador scheinen verloren, doch in Venezuela und Kolumbien ist Bolívars Macht im August 1828 unbegrenzt. Das kann weder den Separatisten noch den liberalen Kräften im Lande passen. Insofern ist ein Attentatsversuch, dem Bolívar nur durch die Umsicht seiner Geliebten im September entkommt, die fast schon logische Konsequenz. Das Ergebnis? Blanke Rachejustiz. Etliche Menschen werden ohne Prozess einfach hingerichtet und auch Santander droht die Todesstrafe. Bolívar wandelt das Unrechtsurteil jedoch in lebenslange Verbannung. Und nun geht alles ganz schnell. Im Februar 1829 greift Peru Ecuador an, um sich die südliche Provinz von Guayaquil einzuverleiben. Zwar gelingt es General Sucre, die Peruaner in einer blutigen Schlacht zu schlagen, doch zeigt der Konflikt auch, dass Großkolumbien am Ende ist. Zu einem Überfluss erkrankt Bolívar im Juni nach Guayaquil gereist, schwer. Als er sich im Juli auf den Rückweg nach Bogotá macht, wird er unterwegs darüber in Kenntnis gesetzt, dass Kolumbien mit Frankreich und Großbritannien über die Wiedereinführung einer Monarchie ins Einvernehmen zu kommen versucht. Was General José María Córdoba zum Anlass nimmt, gegen Bogotá zu marschieren, um dort die Monarchie zu verhindern und gleichzeitig Bolívar abzusetzen. Bolívars irischer General O'Leary kann Córdoba zwar schlagen, doch kaum ist die Rebellion unter Kontrolle, nehmen die Kolumbianer ihre Verhandlungen wieder auf, während Báez Venezuela für eigenständig erklärt. Erneut fordert Bolívar eine Volksabstimmung und erneut verliert er krachend. Großkolumbien ist nicht mehr. Der ehemals mächtigste Mann Lateinamerikas wird in seiner Heimat zur persona non grata erklärt und befindet sich mittellos auf der Flucht. Krank und verarmt findet er ausgerechnet auf der Hacienda eines spanischen Einwanderers, der durch Zufall Bolívars Guerra a Muerte entgangen war, Zuflucht und stirbt am 17. Dezember 1830 in Santa Marta bei Cartagena. Niemand weint ihm eine Träne nach. Nicht einmal 12 Jahre später wird der venezuelische Präsident Báez, der maßgeblich an dessen Sturz beteiligt und ihn zur persona non grata erklärt hatte, die sterblichen Überreste Bolívars mit großem Pomp nach Caracas überführen lassen. Sie fragen warum? Nun, Venezuela war unter Báez zum Armenhaus verkommen. Die Oberschicht ließ das Land ausbluten und es rumorte an allen Ecken und Enden. So brauchte man den Liberator, den man einst als Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt hatte, um ihn als Symbolfigur einer besseren Zukunft aufbauen zu können. Hatte er nicht einer starken Zentralregierung das Wort geredet? War er nicht der Befreier vom spanischen Joch gewesen? Bolívar sollte als Integrationsfigur dienen und die Volksmassen hinter der Führung vereinen. Und tatsächlich begann mit der Umbettung eine Geschichtsklitterung, die ihresgleichen sucht. Sozialisten und konservative Katholiken, Diktatoren und demokratisch gewählte Präsidenten in ganz Lateinamerika bedienen sich seither Versatzstücken aus Bolívars Schriften, um auch den letzten Schwachsinn zu legitimieren. Keine Stadt ohne Bolívarplatz oder Straße, überall Denkmäler, die den Verräter Mirandas, den Unterdrücker der Pardos und den Verächter der Demokratie feiern. Liest man so manche lateinamerikanische Lobhudelei, so muss der Eindruck entstehen, dass dieser reiche Kreole, dessen Interesse in erster Linie darin lag, als aufgeklärter Despot seine Großrepublik autoritär zu führen, ein selbstloser Messias mit göttlichem Auftrag war. Die Absurdität dieses auch heute noch betriebenen Kultes machte schwer, seine Qualitäten, die in der bis zur Selbstaufgabe gehenden Opferbereitschaft und Unempfänglichkeit für Korruption, wie auch seiner sprachlichen Eleganz, seinem militärischen Genie und Mut lagen, zu würdigen. Gleichzeitig aber daran zu erinnern, dass ihm die wichtigste Tugend eines Befreiers,
die Liebe zur Freiheit der Menschen vollkommen fehlte.